Auch für den Zielort gelten einige Bedingungen, damit der rote Faden auch wirklich zu Recht dort angeknüpft werden kann. Erste Bedingung: Die Zielsetzung, die ja zur Problemlösung beitragen soll, ist primär die Formulierung eines Erkenntnisziels, nicht aber eines Praxisziels. Warum? Es handelt sich um eine wissenschaftliche Arbeit, die zu naturgemäß neuem Wissen, also Erkenntnissen führen soll, nicht aber auf direktem Weg zu einem Praxisziel. Zweite Bedingung: Die Zielsetzung muss so formuliert sein, dass sie mit den in unserem Fachgebiet üblichen wissenschaftlichen Methoden auch tatsächlich erreichbar sein kann. Dies gilt es bei der Zielformulierung stets mitzudenken. Dritte Bedingung: Die Zielsetzung und Zielformulierung dürfen niemals generalisierend angelegt sein. So als könnte die Bearbeitung des Untersuchungsgegenstandes binnen 2 Monaten oder so zu allgemeingültigen Erkenntnissen und Folgerungen führen. Beim Start hatten wir eben als Beispiel für eine mögliche Problemstellung formuliert: Es ist unklar, welche Mehrwerte solche näher zu beschreibenden Videotutorials für welche Nutzertypen bieten können. Nun brauchen wir auch eine Arbeitsformulierung für unsere Zielsetzung. Hier könnte es das Ziel sein. Und es gibt übrigens immer nur eine einzige Zielformulierung: relevante Faktoren von Mehrwerten für definierte Nutzergruppen beschreiben zu können. An dieser Stelle gerät nun auch in den Blick, dass wir ja stets mit konkreten Variablen arbeiten. In diesem Fall einerseits eine bestimmte, vorkommende und untersuchbare Variante von Videotutorials und andererseits bestimmte, untersuchbare Nutzer oder Nutzergruppen. In welchem Abhängigkeitsverhältnis stehen diese beiden Variablen zueinander? Dies müssen wir spätestens jetzt klären, sonst könnten wir gar nichts untersuchen. Im Beispiel sind bestimmte Videotutorials und bestimmte Nutzergruppen die beiden Variablen. Welche ist die unabhängige Variable, welche die von ihr abhängige Variable? Angenommen, es ginge dabei um meine Videotutorials in YouTube und um meine mir leider völlig unbekannten Nutzer. Ich hatte sozusagen ins Blaue hinein diese Tutorial-Serie gestartet, ohne zu wissen, wer sie wann und wie und in welcher Hinsicht und in welchem Maße überhaupt nutzt. Die Tutorials sind nun vorhanden und dauerhaft abrufbar, nutzbar. Somit sind sie als die unabhängige Variable anzusehen. Folglich stellen die zu untersuchenden Nutzer und Nutzergruppen die abhängige Variable. Was machen die mit meinen Tutorials und was machen sie mit ihnen nicht? Aus welchen Gründen erreiche ich sie besser bzw. schlechter? Die Mehrwerte für meine Nutzer bestimmen nicht ich, sondern die bestimmen sie. Und welche Mehrwerte da zählen, das wollen wir ja im Beispiel herausfinden.